Der Hafenbau ging viel schneller voran als geplant. Und als der letzte von fast 200 Kästen im Hafenbecken versenkt wurde, gab es ein regelrechtes Festbankett. Die Bauleitung hatte keine Kosten und Mühe gescheut. Das Fünf-Gänge-Menü war erlesen. Für manche Familien war die Feier auch gleichzeitig das Abschiedsfest. Denn Frank arbeitete schon seit ein paar Wochen an den Reexporten und viele Familien packten ihre 7 Sachen. Der Kindergarten hatte sich merklich gelichtet und auch Tina war mit Mann und Kind bereits zurück nach Deutschland. Aber wir würden bis zum Schluss da bleiben. Nur ein paar Tage später fragte Frank, als er nach Hause kam: Sag mal, schaffst du es in 3 Tagen hier alles zusammenzupacken? Ich war überrascht, aber ich freute mich. Ich dachte, okay, dann gehen wir eben früher nach Deutschland, als wir geplant haben. Aber als er weiterredete, war ich völlig perplex. Kannst du dich noch an den Kollegen mit dem Whisky erinnern, der im Kallerbusch saß und später ausgewiesen wurde? Ja, natürlich konnte ich das. Stell dir vor, die Firma hat den Mann aufgrund seiner guten Fähigkeiten auf Umwegen wieder ins Land geschleust. Und was hat er gemacht? Er hat wieder krumme Sachen gemacht. Dubiose Geschäfte mit saudischen Zöllnern. Und Frank erklärte mir, du weißt ja, die Einheimischen sind irgendwie alle untereinander verwandt. Und als der Typ versuchte, einen Zöllner zu erpressen, eskalierte die Situation. Die Männer der Familien schlossen sich zusammen und wollten ihn lynchen. Bei Nacht und Nebel ist er über die jordanische Grenze dann geflüchtet. Und seine Frau und seine Kinder, die hat er einfach zurückgelassen. Sie sind aber inzwischen, wie ich erfahren habe, sicher außer Landes gebracht. Und nun sollst du seine Stelle einnehmen. Ja, die Firma bietet mehr Gehalt und auch eine höhere Auslöse. Das Camp der Hafenbaustelle ist direkt am Roten Meer, an der Grenze zu Jordanien. Es gibt zwar nur ein paar Häuser, aber alle nennen sie die Urlaubsbaustelle. Man kann dort segeln und tauchen, es gibt viele Schiffe, es muss wunderschön dort sein. Frank war ganz euphorisch. Und wir nehmen auch alles mit, die Regale, den Teppichboden. Du musst dich nur beeilen, der Frachter wartet nicht. 2 Jahre hatte ich jetzt hier am Persischen Golf gelebt und der Abschied fiel mir sehr schwer. Alles war inzwischen so schön grün geworden, das Haus mit Efeu umrankt und die Palmen reichten schon bis zu den Fenstern. Ich schaute nach draußen. Mimosen und Oleander wogten üppig im Wind. Ich war hier zu Hause. Aber da mir nichts anderes übrig blieb, begann ich schweren Herzens zu packen. Ich begriff, dass wir Fahrende geworden waren und dass unsere Aufenthalte nicht für die Ewigkeit war, egal wie gut es mir gefiel. Aber als kurz darauf die Seekisten vor der Tür abgeladen wurden, erfasste mich meine alte Abenteuerlust. Auf zu was Neuem, sagte ich mir. Und ich schaffte es auch, in der vorgegebenen Zeit das Haus zu leeren. Sicherlich, es war eine Heidenarbeit. Aber schon ein paar Tage später, unser Hausrat war inzwischen in einen Container verladen worden und schon auf dem Schiff, saß ich mit Leo, der Gitarre und ein paar Koffern im leeren Haus und wartete auf Frank und das Auto, das uns zum Flughafen bringen sollte. Mas Salama, das heißt auf Wiedersehen. Als wir das Camp verließen, schaute ich zurück und Tränen rollten über mein Gesicht. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.